Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von ACAC, der Climax 5400. Auf der diesjährigen SHOT Show 2023 haben wir die Firma ACAC besucht und haben uns mal deren Rucksäcke angeschaut. Neues, junges Unternehmen im Bereich Jagd spezialisiert, hat einige wenige sehr gute Rucksäcke im Programm. Haben wir uns gedacht, wir holen uns mal einen hier rüber nach Deutschland und stellen den euch mal im Detail vor. In diesem Fall der Climax 5400. Gehen wir einmal kurz über die Spezifikation, bevor wir euch den Rucksack im Detail zeigen. 5400 ist die CU-Zahl, also das amerikanische Maß, entspricht ungefähr 88 Liter. Der Rucksack lässt sich hier in verschiedenen Varianten aufbauen. Das zeigen wir euch gleich nochmal im Detail. Nur so viel, also 88 Liter. Verwendet wird hier 500D Cordura. Ihr habt hier eine Größe von ca. 65 cm mal 30 cm bzw. 45 cm, wenn ihr die Seitentaschen voll nutzt, und eine Tiefe von ca. 25 cm. Ihr habt eine DWR-Beschichtung, das heißt eine Regensicherheit. Ein Regencover ist auch dabei, zeigen wir euch, wenn wir in den Rucksack reingehen. Ihr habt hier insgesamt 4 Trinkblasenfächer zur Verfügung, das heißt, ihr könnt die beiden Außentaschen dafür nutzen. Ihr könnt im Top-Teil was unterbringen und ihr habt ein dediziertes Fach, was wir euch auch nochmal im Detail dann zeigen. Ja, ACAC hat hier sehr viel Innovation reingesteckt und sehr viel mitgegeben mit dem Rucksack. Also ihr habt einmal natürlich das Top-Teil, das sich komplett entnehmen lässt. Das wäre dann auch später für den Compact Mode das Hauptteil. Das zeigen wir euch dann, wenn dieser Mode kommt. Und dann habt ihr hier jetzt einmal den Regular Mode. Also mit dem Top-Teil zusammen hättet ihr jetzt hier den Regular Mode. Also das heißt, der Rucksack in seiner normalen Größe normal komprimiert. Der Climax Mode, das wäre dann quasi der Modus für das maximale Volumen. Der würde dann hier bedeuten, ihr habt hier oben den Topfverschluss, den ihr aufmachen könnt, wo dann auch eine Schneeschürze noch verbaut ist. Und den könnt ihr natürlich gerade nutzen. Also im Moment ist er herangeklappt. Ich zeige das nochmal von der Seite. So würde es aussehen, wenn er im Regular Mode ist, und im Climax Mode wird das Ganze hier dann gerade. Und dadurch entstehen hier oben halt nochmal ein paar Liter mehr Volumen, um das Ganze eben aufzubauen. Wir zeigen euch nochmal, wenn wir euch alle Features gezeigt haben, die 3 Modi hintereinander, damit ihr auch nochmal eine Einschätzung von der Größe habt. Ja, dann gehen wir einmal über die angebauten Außentaschen. Ganz interessantes System. Ihr habt hier diese Schnallen mit dem Haken. Ihr seht, das geht ratzfatz, um diese denn auch abzunehmen, wenn ihr die denn nicht nutzen wollt. ACAC gibt euch hier 2 verschiedene Pouches direkt mit. Die habe ich jetzt hier vorne verbaut. Ihr habt überall am Rucksack Punkte, wo ihr diese Taschen einhaken könnt. Ich habe sie jetzt beide mal hier auf der Front verbaut. Wie ihr gerade gesehen habt, die sind auch miteinander verbunden im Moment. Machen wir sie einmal auseinander. So sehen die aus. Die kann man natürlich jetzt auch hier im oberen Bereich oder hier im Deckelbereich verwenden. Also da seid ihr völlig frei, wie ihr die am Pack benutzt. Da habt ihr überall Haltepunkte. Vom Aufbau her wasserdichtes Profil-Reißverschluss. Lässt sich hier in einer L-Form öffnen, um dann hier auch Zugriff auf den Inhalt zu haben. Beide Taschen gleich aufgebaut. Ja, den Deckel haben wir eben schon mal kurz in der Hand gehabt. Habt ihr hier ein aufgesetztes Deckelfach, wo ihr flache Gegenstände unterbringen könnt. Dann den Hauptbereich, der sich auch L-förmig öffnen lässt. Und hier in diesem Bereich habt ihr auch nochmal die Aufhängung für die Trinkblase und natürlich auch einen Ausgang, um hier das Ganze nutzen zu können. Solltet ihr leicht unterwegs sein oder so eine Art Fluchtrucksack planen, könnt ihr hier die beiden Reißverschlüsse auf der Innenseite öffnen. Und dort findet ihr dann die Träger, die ihr herausnehmen könnt, um dann mit diesen Trägern einen Mini-Rucksack zu bauen. Das heißt, es gibt eigentlich sogar noch einen 4. Modus, nämlich den Daypack-Modus, wo ihr einfach dann hier mit diesen beiden Trägern das Ganze als einzelnen Rucksack nutzen könnt. Hier seht ihr einmal den Daypack am Rücken direkt getragen.
Auf der Front sind weiterhin mehrere Taschen untergebracht. Ihr habt hier einmal im oberen Bereich auch wieder mit dem wasserdichten Profil ein flaches Einschubfach, passt perfekt für ein kleines Fernglas oder eben auch für das Raincover, was ich jetzt momentan im Hauptfach untergebracht habe. Dann habt ihr hier auch wieder in umgedrehter L-Form auf der Front einen Bereich, der mit hier einem Stretch-Material versehen ist. Das heißt, hier könnt ihr zum Beispiel eure Regengarnitur ohne weiteres unterbringen. Und dahinter liegt dann das Hauptfach, was sich auch von der Front bedienen lässt. Gehen wir aber jetzt noch nicht rein, sondern gucken erstmal außen weiter. Rechts und links verläuft hier Daisy Chain. Also hier habt ihr auch genügend Haltepunkte, um noch Ausrüstung befestigen zu können. Auf der Unterseite sind 2 Kompressionsriemen, die natürlich auch genutzt werden können, um hier eine Isomatte oder andere Gegenstände zu befestigen. Und natürlich verfügt der Rucksack über jede Menge Kompressionsriemen, um den Inhalt ordentlich zusammen zu komprimieren. An den Seiten sind jeweils 2 Einschübe vorhanden für Trinkflaschen. Die lassen sich hier mit einem Zugband zusammenziehen, passen Nalgene und auch Canteens. Dahinter verbirgt sich dann hier das Seitenfach, was perfekt ist von der Größe her für ein Spektiv oder ähnliches. Wir haben jetzt hier mal ein Schlafsystem, ein Tarp untergebracht, inklusive Gestänge. Also das heißt, hier habt ihr schon eine ordentliche Tiefe, mit der ihr arbeiten könnt. Und da auch, wie vorhin erwähnt, die Aufhängung für die Trinkblase. Und natürlich auch hier der Durchlass für den Schlauch. Der kommt dann hier an der Seite raus, um eben dann auch das als Trinkblasenfach nutzen zu können. Gleicher Aufbau auf der anderen Seite, dass ihr es auch nochmal gesehen habt. Ich nehme einmal kurz die Feldflasche raus, dann können wir besser arbeiten. Und dann kann man hier euch auch nochmal schön die Kompressionsriemen zeigen. Die haben nämlich auch nochmal ein spezielles Feature, denn man hat hier nochmal einen Sicherungsverschluss. Das heißt, ihr zieht das straff und dann könnt ihr hier die Sicherung arretieren und dann bleibt dieser Verschluss auch immer so in dieser Spannung. Auch wenn ich den jetzt hier biege oder bewege, kann jetzt das Gurtband nicht wegrutschen. Er ist dann immer auf dieser voreingestellten Spannung. Ja, der Rucksack hat auch noch eine Waffenhalterung, die man auch für Bögen benutzen kann. Im Moment ist sie hier auf der rechten Seite montiert. Man kann sie aber auch so montieren, dass der Waffenschuh quasi hier vorne in der Mitte sitzt, um zum Beispiel einen Compoundbogen auf dem Rucksack auf der Vorderseite tragen zu können. Wir zeigen euch am Ende nochmal, wenn wir die verschiedenen Modi zeigen, die Waffe, wie sie hier angebracht wird und wie sie dann am Mann entnommen werden kann. Nur so viel. Hier oben ist das Band. Ich habe hier eine Zuglasche. Wenn ich an der ziehe, löst sich der Verschluss oben. Ich kann den Lauf greifen und kann die Waffe dann, die hier unten in diesem Schuh steckt, ohne weiteres herausziehen. Hier im oberen Bereich findet ihr einmal am Tragesystem direkt einen Tragegriff und oben drüber habt ihr auch nochmal ein wasserdichtes Profil und hier ist das dedizierte Trinkblasenfach mit einer Aufhängung mit Haken und nochmal 2 anderen Aufhängen. Also hier kriegt ihr so ziemlich jede Trinkblase unter 3 Liter, überhaupt kein Problem. Und das Schöne ist, das Fach ist komplett getrennt vom Hauptfach und dadurch kann natürlich auch, wenn mal die Trinkblase platzen sollte, kein Wasser in den Hauptbereich gelangen, sondern ist hier in einem separaten Fach. Der Schlauch wird hier mittig rausgeführt, kann dann über die rechte oder linke Schulter gelegt werden. Beim Tragesystem ist man einen sehr coolen Weg gegangen, unserer Meinung nach. Man hat hier einmal ein Carbon-Frame als Basis genommen und hat hier drauf dann die Polster befestigt. Die sind einmal mit Klett fixiert und werden hier oben mit einer Leiterschnalle nochmal im Tragesystem hier eingehakt. Da kann ich natürlich dann auch die Höhe variieren, genauso wie ich das brauche, um hier das Ganze für mich auf meine Größe einzustellen. Hänge das einmal kurz ein und setze es wieder fest mit dem Klett. Ja, gut gepolstert, auch kein offenes Mesh, das heißt auch weniger dreckanfällig. Hier auf der Außenseite eine Halterung für den Trinkschlauch, D-Ringe und natürlich ein höhenverstellbarer Brustgurt. Der Gurt selbst hier mit 25 mm Gurtband kann sich mit einer Leiterschnalle verstellen lassen. Im Hüftbereich hat man sich was ganz Besonderes einfallen lassen. Ihr habt hier ein dickes Polster und das lässt sich nochmal auf eure persönliche Einstellung modifizieren. Dazu müsst ihr hier den Klett lösen.
Es geht alles ein bisschen einfacher, wenn ihr das macht, wenn der Rucksack vom Rahmen getrennt ist. Das zeigen wir euch dann auch gleich nochmal. Ihr könnt hier quasi das Polster einmal anheben und das Polster ist dann hier in der Tasche verbaut. Das heißt, hier kann ich aufmachen und habe hier verschieden dicke Lagen, die ich dann je nach Bedarf austauschen oder hinzufügen kann, um hier die gewünschte Dicke hinzubekommen. Sehr, sehr cool unserer Meinung nach. Die Flügel selbst liegen hier drin, werden hier fixiert von dem Kissen, können dann hier auch universell in der Breite eingestellt werden, haben eine leichte Versteifung drin, damit die auch gut funktionieren. Und hier hat man auch nochmal gesagt, an den Außenseiten spendieren wir dem Rucksack nochmal Organizer-Taschen. Die sind ähnlich aufgebaut wie die vorderen Taschen, ein kleines bisschen kürzer. Bieten hier nochmal Haken außen, um Gegenstände zu fixieren, wie Handschuhe oder sowas. Und sie haben auf der Innenseite nochmal einen Klettstreifen, um hier auch nochmal Organisationen unterbringen zu können. Das Ganze ist sogar organisiert auf der anderen Seite. Hier habt ihr einen Einschub drin für Patronen zum Beispiel. Wenn ihr diese Taschen nicht wollt, einfach den Klett lösen. Dann hier am Rucksack einmal den Riemen lösen, das Ganze ausschlaufen und schon sind diese Taschen weg. Und jetzt könnt ihr auch mal die Flosse sehen, ohne eine aufgesetzte Tasche. Das heißt, hier ist das Ganze festgezogen und hier im vorderen Bereich habt ihr den Pull-Forward-Verschluss, um eben das Ganze auch am Mann wunderbar nach vorne ziehen zu können und das Tragesystem an die eigene Person anpassen zu können. Jetzt geht es ins Hauptfach. Schauen wir einmal rein. Wir haben hier die Frontladeoption, die wir jetzt auch nutzen. Können wir den ganzen Rucksack einmal öffnen. Dann habt ihr hier nochmal eine Mesh-Tasche auf der Innenseite, wo ihr nochmal flache Gegenstände unterbringen könnt. Das Hauptfach haben wir jetzt gerade mal mit ein paar Gegenständen gefüllt und mit einem Blatt. So. Und damit ist das Hauptfach zugänglich für uns. Wir drehen es einmal auf links, dann könnt ihr das besser sehen. Ihr habt einmal hier an der Seite ein großes Meshfach. Jede Seite hat dieses Fach, wo ihr auch nochmal flache Gegenstände reinpacken könnt, wie zum Beispiel eine Isomatte. Und ihr seht hier auch überall diese Montageschlaufen. Die sind hier in dem Bereich, hier weiter unten und auch hier im Hauptbereich habt ihr diese Schlaufen nochmal überall vorgesehen. Die sind dafür gedacht, ihr habt direkt mit im Lieferumfang 2 von diesen wasserdichten Gear Pouches. Die kann man dann hier zum Beispiel einhängen. Kann man einfach den Haken öffnen, reinhängen. Dasselbe auf der anderen Seite öffnen, reinhängen. Und damit könnt ihr euch hier entweder an der Rückseite das Ganze organisieren oder eben hier an der Seite, um nochmal zusätzlich eine kleine wasserdichte Organisation zu schaffen. Wiegt so gut wie nichts, also ultra leicht das Ganze und lässt sich sehr schnell umbauen, genauso wie ihr das braucht. Der Pack selbst, habt ihr eben schon gesehen, geht hier ungefähr 15 bis 20 cm unter die Öffnung. Das heißt, wenn ihr ein Schlafsystem habt, würde das immer schön hier im Rucksack verbleiben. Und ihr habt hier den kompletten oberen Bereich, um gut damit arbeiten zu können. Schauen wir uns noch schnell die Schürze oben an. Die habe ich ja vorhin schon kurz gezeigt. Lässt sich hier zuziehen oder öffnen. Und damit habt ihr dann auch einen Top-Zugang. Und wenn ihr den Rucksack im Regular-Mode schön kompakt haben wollt, könnt ihr das Ganze auch so realisieren, dass ihr das Ganze hier eng zieht. Hier die Schneeschürze zusammenpackt, das Ganze ein bisschen aufrafft, zusammenrollt. Und dann könnt ihr hier den Verschluss nehmen und das Ganze so zusammenbauen, dass hier das Topteil gar nicht mehr benötigt wird. Dieser Verschluss ist jetzt hier oben so eng zusammengerafft, dass hier kein Wasser eindringen kann. Das heißt, jetzt ist die Nutzung des Topteils nicht mehr notwendig, wenn ihr sagt, ihr wollt einen kompakten Rucksack haben. Und dann könntet ihr auch so ohne weiteres damit unterwegs sein.
Ebenfalls in so einer kleinen Organizer-Pouch ist hier das Regencover mit dabei. Lässt sich mit einem Zipper bedienen, die Tasche. Lässt sich auch hier mit diesen wunderschönen Haken irgendwo einhängen, entweder außen oder innen, da wo ihr es braucht. Und dann habt ihr hier ein graues Raincover mit AKEC-Schriftzug und einem Zugband, um den Rucksack komplett damit einfassen zu können. Das ist aber noch immer nicht alles, denn ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, den Rucksack ohne das Frame ohne den Rucksack zu nutzen. Dazu löst ihr auf der Unterseite einfach die Verschlüsse, die Kompressionsriemen an der Seite und oben die Verschlüsse. Und den Trinkschlauch müsst ihr einmal trennen. So. Und damit kann der Rucksack erstmal beiseite gelegt werden. Ich habe hier noch immer eine Verbindung. So. Und das ist dann quasi der Frame komplett getrennt vom Rucksack. AKEC bietet euch hier die Möglichkeit, mit dem Frame und diesem Lastenriemen entweder ein Kanister oder Holz zum Beispiel zu transportieren und natürlich auch jagdlich gesehen, da euer Wild unterzubringen, wenn ihr was erlegt habt. Könnt ihr natürlich auch mit dem Rucksack zusammen verwenden. Das heißt, der Rucksack wird dann unten einfach befestigt, oben mit den Kompressionsriemen an den Rucksack rangedrückt und dann habt ihr hier den Rucksack hinten drauf und euer Wild dazwischen und habt hier die Möglichkeit natürlich dann auch diese Lastenschlinge nur zu nutzen, um den Rucksack nicht zu beschmutzen, denn hier ist das Ganze auch nochmal mit einem Laminat belegt, um eben hier die Möglichkeit zu bieten, das Ganze nochmal zu schützen. Dann, wenn wir schon mal hier den Rahmen jetzt lose haben, können wir euch einmal den Climax Mode zeigen, beziehungsweise nein, das ist nicht der Climax Mode, das ist der Compact Mode. Dazu mache ich einmal hier die Lastenlasche fest und jetzt nehme ich mir mein Topteil und baue mir jetzt quasi aus diesem Rucksack hier einen Ultraleichtrucksack. Wir haben ja vorhin euch erklärt, ihr könnt das Topteil nehmen und separat als Daypack nutzen. Jetzt habt ihr quasi ein Daypack mit Rahmen. Bedeutet, ihr verbindet das Ganze hier miteinander, zieht hier unten die Straps noch dran und dadurch habt ihr das Ganze so realisiert, dass jetzt der Rucksack nutzbar ist als Basis, um hier eben auch nochmal bei Bedarf mit schwerer Last arbeiten zu können. Also ihr könnt quasi euer Daypack-Gepäck unterbringen und habt aber trotzdem noch die Möglichkeit jetzt hier, wenn ihr dann auf Jagd unterwegs seid, euer Jagdgut hier im Rucksack unterzubringen, um eben Rucksack und das Frame zusammen zu nutzen. Zum Schluss haben wir jetzt für euch nochmal, wie versprochen, die einzelnen Modi für euch. Hier seht ihr den AKEC Climax 5400 im Regular Mode mit einem komprimierten Topfach. Hier seht ihr den Climax einmal im Climax Mode, maximales Ladevolumen, Topfach nach oben beladen. Hier seht ihr den Climax 5400 im Compact Mode, das heißt, der Daypack wird auf dem Frame genutzt. Hier seht ihr den Daypack nochmal separat genutzt mit den eigenen Trägern als einfachen Daypack. Und ganz zum Schluss haben wir hier für euch nochmal die Waffenhalterung. Gewehr steht im Schuh, ist oben am Lauf fixiert. Ein Zug an der Schulterlasche ermöglicht das Herausnehmen des Gewehres, ohne den Rucksack abnehmen zu müssen. Das war unsere kurze Vorstellung des Climax 5400 der Firma AKEC. Ist ein sehr, sehr umfangreicher Rucksack, also er kann wirklich sehr viel, was uns gut gefällt. Das heißt, ihr habt hier alle Möglichkeiten gegeben, die ihr euch vorstellen könnt, egal ob jetzt als Daypack, als mittelgroßer Rucksack oder eben als ausgewachsener Winterrucksack mit der Option eben auch das Frame separat nutzen zu können, sehen wir nicht nur im Jagdbereich als sinnvoll, sondern auch gerade hier im Bushcraft-Bereich. Wenn man Wasser oder Holz transportieren muss oder sonstige Sachen, hat man hier immer noch mal einen Laderahmen im Rucksack mit dabei, den man nutzen kann. Die Taschen sind alle super gut und schnell zugänglich. Wir wüssten
nicht, was man hier hätte besser machen können. Der Hannes hat gesagt, naja, vielleicht hätte man noch Ablaufösen an den Flaschentaschen außen unterbringen können. Das ist aber auch schon das Einzige, was uns negativ aufgefallen ist. ACAX sucht aktuell noch Distribution für Deutschland oder für Europa generell. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht und jemand kennt, der da Interesse daran haben könnte, die Marke nach Deutschland zu bringen, wir würden uns unwahrscheinlich freuen, weil wir sehen da extrem viel Potenzial in der Firma und werden diesen Rucksack hier auch nochmal intensivst testen und schauen, wie er sich so im Lauf der Zeit trägt. ACAX im Internet, der Link ist hier unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Was sind eure initialen Eindrücke zu diesem Rucksack? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie man an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.